Und willkommen. Ich bin's wieder, euer Marc, und heute starten wir mit Let's Play Part 35 mit Dark Chronicle. Letztes Mal haben wir eigentlich nur 2 Leveln gemacht, die eigentlich sehr gut gelaufen sind. Beim ersten Level, das war ja vor 2 Parts der Level gewesen, die mich auf die unfairste Art und Weise erledigt hat. Als Besetzter war das schlimmer als die Folterkammer-Level. Danach habe ich noch etwas weitergebaut. Moment, das kann ich euch noch zeigen. Aber ihr könnt es höchstwahrscheinlich erkennen. Und zwar hier den Leuchtturm. Natürlich auch mal steht. Und 2 Mondlaternen. Tja, aber da gibt es ja noch ein Problem. Wir brauchen 80 Kulturpunkte. So viel haben wir noch nie im Spiel gebraucht. Und wir haben momentan 73. So, was machen wir nun? Was kann ich dagegen machen? Ich glaube, ein Marktschiff gibt gar nichts her. Aber bei den Topfackeln hätte ich da eine Idee, ja. Falscher Knopf eingedrückt außerdem. Die geben gar nichts her. Merkwürdig. Dann will ich es ja gleich wieder aufräumen. Was kann ich für die restlichen Sachen noch tun? Ich muss irgendwas platzieren. Ich brauche einen Eisenschornstein. Oder zumindest eine Eisenlampe. Nein, Eisenschornstein. Aber ich muss erst einmal testen, ob man sowas an einem Eisen was platzieren kann. Nein. Kann man überhaupt nicht. Zerbrechen wir es sofort wieder. Eine Wetterfahne kann... Ernsthaft? Das versinkt einfach? Tja, dann zerbreche ich das ebenfalls. So. Ernsthaft. Bitte, dass mir langsam die Idee ausgehen, aber egal, ich will jetzt nicht die ganze Zeit damit jetzt das herumfuschen, aber das kann ich gerne noch machen. Du kannst nur 10 davon machen, aha, okay. Ja, damit es so schön ausgeleuchtet wird. Das habe ich gedacht, das kann man hier jetzt wirklich platzieren.
Ich weiß, das sieht jetzt ein bisschen scheiße aus. Aber ich muss ja an die Kulturpunkte rankommen. Und ja, ich habe null Ahnung von Kreativität. Kann ich sofort wieder aufräumen. Ich habe gedacht, das hat nur was mit der Menge zu tun. Hoppla. Platzieren. Holztor. Naja, dann fangen wir mal mit den Boss-Level an. Gut, im Shigura-Dorf. Soll ich da Hosen ausziehen? Ah, Phew! nichts, was euch angeht. We're here! Shigura Village. It sure looks like it. Which Shigura should we try and talk with? Who knows? Let's try them all one by one. Okay. Aber man sieht voll, wer von denen jung ist und wer nicht. Willkommen im Shigura-Dorf, einen schönen Aufenthalt. Man sieht auch sogar, wer der Stammesführer ist, aber was passiert wirklich, wenn man mit einem Kind reden tut? Rar. Aha. Hi, da. Ja, jetzt stehe ich genau. Da muss ich auch genau stehen. Das ist super. The Shigura tribe elder. We rarely see humans here. What is it you want? Well, actually, we have a favor to ask. A favor? What is it? There's an injured Shigura on the far shore. Human medicine isn't doing any good, so we need some Shigura medicine. A Shigura? Then it must be one that got separated from my tribe. Aha, und wie? Hast du ihn einfach rausgeschmissen oder I wie? think so. I must be getting old if I can't even keep my own tribe together. All right. Take this then. Geheime Drachenmedizin It erhalten. should work on our lost Shigura's injuries. Care for him well. Also wie ein Drache sieht er für mich nicht so wirklich aus. Thank you, Elder. Eher wie ein Dinosaurier. Come on, let's hurry back to Pal's place. Sure thing. Ich kapiere momentan gerade die Logik nicht wirklich. I'm sorry. Da gibt sogar einen Speicherpunkt. Wieso rede ich so behindert? Da steht sogar Boss drauf. Naja, da gehe ich halt zurück nach Venezio.
Aber ich muss irgendwie an die restlichen Kulturpunkte kommen. 80 Kulturpunkte zu verlangen ist einfach viel zu viel. Gut, ich habe die Medizin. Hier, nimm. Beeil dich und gib diese Medizin Shigura. Geheime Drachenmedizin, geheimer Heiltrank für Shigura. Und wieso hat jetzt meine Konsole so geknackst? His wounds are healing. Shigura, you feeling better? Oh, I'm so glad. You're all better. That tickles. Stop it. Pao really looks happy. Yeah. What's that? Don't tell me it's... Es hört sich für mich nach Wellen eigentlich an. Gaspard! It's heading towards Shigura village. Don't tell me they're going to attack. I'm sure they will. Let's get to the village fast. What? What's going on? You and Shingala go back to your place. We'll defend Shigura village. Huh? What? Just do it. You don't want Shingala to get hurt again, do you? Okay. Let's go, Monica. Right. Auf jeden Fall sieht sie nicht begeistert aus, dass wir uns ebenfalls um den Shigura kümmern müssen. Das steht schon mal fest. Speichern wir es zur Sicherheit ab, damit wir den Geplapper nicht mehr ertragen müssen. Jetzt seid ihr dran. Hey, what are the Shigura doing? Look! They've got the same devices on as Shingala did. They're being controlled. That Gaspard! He doesn't stop at anything! How do you like my new invention, the marionette? Now the Shigura are under my complete control. So you're the one that put that thing on Shingala. Huh? Oh, you mean that Shigura calf? Why, yes, that was my work as well. I had quite a lot of fun with that one. You won't get away with this! Why, you little loudmouth. Just what do you plan to do, eh? I think I'll just have my Shigura toy with you for a while. How does that grab you? Für mich ist er Geistesgeschwür. Aber in den meisten Spielen soll sowas gehen. Wie muss ich den noch einmal wissen? Ah, ich weiß schon. Auf den Moment muss man abwarten. Genau. Der Kopf muss den erwischen. Der ist eigentlich ein Babygegner. Man darf sich halt nicht von die Shigura treffen lassen.
das war noch viel, das war knapp. Das war Baby einfach. Ist jeder Boss wirklich so einfach? I can't believe it. You actually beat me. But why are you... You're all worthless. Withdraw. Ah, Yes, den sir. lassen sie einfach zurück. Gestern dieser Arsch, Entschuldigung. Das war wunderschönes Deutsch, ernsthaft. Thank you for saving us. Who were those people? They're the Dark Forces sent by Emperor Griffin. Emperor Griffin. That's right. He and his henchmen are trying to undo history. I don't know what he's after exactly. But I do know that if we don't stop him, our world may be destroyed. I see. I had no idea. I truly must be getting old. I should have known what was going on in the world. Wäre nicht schlecht. My days as the elder of this tribe are coming to an end. Ist er wirklich schon so alt? Max, Monica! Hey, it's Pal! You are the one who rescued our stray tribe member? Oh, no, it's nothing, really. So, it was you, was it? This child's mother was lost on this trip. Even for the Shigura, an expedition of this kind is never easy. It's a long journey, and we lose many along the way. Sadly, this child's mother was one of them. With his mother gone, I am sure he thought of you as his own parent. Oh, I don't know how to thank you. This child will grow up to be a fine Shigura, thanks to your kindness. oh, stop it, Shingala. Tja. Wir haben denen geholfen, den vermissten Shigura wiederzugeben. Naja, vermisst, die haben es nicht gewusst, dass der weg Our war. tribe must return south now. So this is goodbye. We must part. For now, thank you for all you have done. May you have good fortune in your travels. Farewell, all of you. Fortbewegen tun sie sich wie Schildkröten. Take good care of yourself, Shingala. I know you'll grow up to be a great Shigura. Hey, it's hard for me to say goodbye too, you know? Go on. Off you go. Ja. Jeder Abschied ist schmerzhaft.
Das hat ja auch was damit zu tun, was es halt für eine Art von Abschied ist. Shingala! I know you'll come back someday. I'll be waiting for you. Bye, Shingala. Take care. Adieu. So the sea dragon, Shingala, after seeing the kindness of humans, set out on his own journey across the wide seas. Every year from that day, Shingala continued to bring Luna stones to this shore, and when he did, he always looked for Pau. Shingala never for a moment forgot the special days that he spent with Pau. And then, 20 years later, thanks to the biggest load of Luna stones ever, brought by the new Shigura elder Shingala, the world's premier research center, Lunatic Wisdom Laboratory, was finally completed. Aha, so wurde also die Geschichte über die Entstehung des Mondlabors erzählt. So. Jetzt müsste eigentlich vieles geschafft sein. Die Prozente müssen jetzt in die Höhe schießen. Na, da bin ich aber gespannt. Von 55 auf 85, das geht. Ein Punkt fehlt noch. Ich muss nur noch die 80 Kulturpunkte sammeln, egal wie. Aber wie werde ich das wohl jetzt machen? Ernst, wie mache ich das jetzt wirklich? Wisst ihr was, ich mache es jetzt so. Mach noch eine Windmühle. Ich schreibe dann zurück. Momentan muss ich das noch fertigstellen. Hier. So. Zum Teufel damit. Wie soll ich das jetzt machen? Die restlichen 10 Kulturpunkte. Das muss ich ja jetzt zerbrechen. Kann ich wenigstens noch so ein... Gut, das kann ich bauen. Kann ich auch bauen. Und das kann ich bauen. Platzieren. So. So. Und ein Eisenhaus. Ernsthaft? Wie? Ich kapiere das gar nicht. Das kann ich wirklich platzieren. Ein Holzhaus, das sieht zwar scheiße aus, aber tut mir leid.
80, danke. Und wie scheiße das aussieht. Gut, ich habe die 100% geschafft. Oder? Tut mir leid, das habe ich jetzt wirklich ganz kurz vergessen. Analyse 100%. Gut, im Mondlabor ist auch alles fertig. Genau wie beim Schwebetal. Und den Mondtempel oder Mondpalast, ich weiß nicht. Und beim ältesten Jurako. Naja, noch nicht ganz, das sind ja 70%. Wieder die angenehme Musik. Ganz kurz aber. You came at a good time. I've just finished my latest creation. Ich habe A gesagt. Ich habe das B vergessen zu erwähnen. Take a look. Oh Gott. What's that? Danke. It's a Nova cannon. It's a weapon that uses the sun's energy to generate a powerful beam. Attach this to your ride pod, and then you'll have nothing to fear. Sagt es sogar noch. All right. Thanks, Dr. Osmond. No problem. Nova-Kanone erhalten. Nettes Geschenk, das muss ich schon zugeben. Ich schaue mich jetzt da überall noch schnell um. Bündelt Sonnenenergie in mächtige Angriffsstrahlen. Kapazität reicht nicht. Aha, okay. Ich muss die Kapazität wohl erhöhen. Die Kapazität? Was denn noch? Heute geht ja alles schief. Hä? Da ist ja noch ein Gebäude. Ist das etwa die Windmühle, die ich einst platziert habe? Oh Mann. Heute gibt's aber viel umzusehen. Ah, da. Peridot stand da jetzt da? Was ist ein Peridot? Das höre ich zum ersten Mal. Auf jeden Fall ein Juwel. Da hat sich noch eine Kiste. Rubin erhalten. Noch ein Rubin. Was kann ich aus die Juwelen überhaupt machen? Tragt das bitte unten in die Kommentare ein. Und, die Frucht halten. Wer von euch kennt bitte schön ein Peridot? Tragt einfach unten ein gelb-grüner Saphir halten. Jetzt kommen die ganzen Juwelen oder was? Ah, noch eine. Hexenkompott erhalten. Kartoffelkuchen erhalten. Gut, in der Mitte schaue ich mich dann später um. Als erstes gehe ich in den gelben Labor. Oder warum leuchtet es hier so gelb? Kann mich nicht erinnern, ein Haus gelb angemalt zu haben. Blaues Licht, also ist es das blaue Labor.
wird aber nichts gekommen sein. Was ist das für ein... Entschuldigung, was ist das für ein leises Piepsen, was ich da höre im Hintergrund? Mann! Entschuldigung, wenn ich mich etwas genervt habe, aber ernsthaft? Heute geht vieles schief. Gut, ich war im roten Labor und im blauen Labor. Die Nummer habe ich schon längst vergessen. So. Ah, da. Hexenkompott halten. Sich umsehen, das ist immer wichtig. Niemals denken, da ist nichts. Da ist auch schon wieder eine. Paradiesfrucht erhalten. Die Truhen sind so klein, da muss man sich so gut umschauen. Oh Mann. Gut, jetzt schaue ich mir... Das war das violette Labor? Ja. Ich war beim... Okay, ich sag normalerweise eher lila. Violett hört sich für mich irgendwie merkwürdig an. Rot war ich. Und grün brauche ich noch. Muss ich noch. Die Truhen sind so klein, hin und wieder an so einer blöden Stelle versteckt, dass man sich wirklich denkt, da ist wirklich nichts. Deswegen, kleiner Tipp von mir, jede Ecke genau anschauen. Da ist schon wieder ein Piepen. Ist das in dem Spiel oder ist es jetzt bei mir im Hintergrund oder so? Das war ja ein ganz leichtes Piep, 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 Piep. Gut, jetzt habe ich mich überall umgeschaut, mit Ausnahme im Ausgangsbereich. Da gehe ich halt hin, wenn ich fertig bin. Wenn ich jetzt da drin fertig bin. Da kommt auch eine kurze Filmsequenz, muss ich euch noch vorhin sagen. Just think of what I could make with all this! This is Lunatic Wisdom Laboratory, the greatest research facility in the world. Okay. This is the central lab, the biggest research room of them all. Das könnte aber, dieses Laboratorium könnte wirklich eine Sehenswürdigkeit werden. Hey, I bet they could make something to send us back 10,000 years here. I bet you're right. Zehntausend Jahre in der Vergangenheit reisen. Das ist heftig. Thanks to you, the lab's been completely restored to its former state. I really appreciate it. Now let me explain my plan for getting you to Griffin 10,000 years in the past. Really? Sure, there's nothing this Luna lab can't do. Oh, wow! Ixion, a time-traveling locomotive. A fantastic non-stop express that can cross both time and space. Okay. When this is finished, you'll be able to travel 10,000 years into the past, where Griffin is. Also unter anderen Worten eine Zeitmaschine. Amazing! How much longer will it take? Well, let's see. Let me check. Dr. Jamming.
Tja. Jamming? What? Now hold on a minute. This is not the same jamming that attacked you back in the past, okay? Well, not exactly the same anyway. He happens to be his grandson. Sagte ich's nicht immer? Das sind alles immer die Enkel, weil 100 Jahre. Das kann niemals die Kinder sein. Oder können auf jeden Fall gar nicht sein. Dr. Jamming's grandson? I'm terribly sorry. It seems my grandfather caused you a lot of trouble. Please accept my apology. However, without my grandfather's research, I would have never been able to develop the... My grandfather was researching technology that would allow objects to float on the air using sound. He called this his aeroharmonics flying technology. However, he came to a dead end in his research and became desperate. That's when Gaspard persuaded my grandfather into becoming one of Griffin's servants. But when he lost that battle to you two, he had a change of heart. He rededicated himself to his research and was able to perfect his aeroharmonics technology. He perfected aeroharmonics? Many flying vehicles were developed after that, based on his technology. Of course, the Ixion here takes advantage of the same technology, and by combining it with the space-time control panel I developed, my grandfather has passed away. But before he died, he told me I should use his research for something good and just. I try to carry on his wishes, and I think that by continuing his research, this world can truly be saved. Dr. Jamming, he was quite a guy. Yes, and you helped him become the man he was. Well, I wouldn't necessarily say... Also ein Schlag am Kopf erhöht sozusagen das Denkvermögen. Also habe ich eben durch einen Schlag am Kopf ihm sozusagen was eingeredet, das nicht mehr für ihn arbeiten soll. Ich weiß. Größter Bullshit, den ich je in meinem Leben gesagt habe. But that's strange. In the history I know, aeroharmonics technology was never perfected. Our travels must be creating a new history for the world. Do you think that's okay? Well, I'm still getting the hang of this, but I'm thinking that maybe history as you know it is not necessarily the one true history. Huh? Okay. As well as fixing the flow of time that Griffin has disrupted, we've also been able to add new flows to it. And though these have been different from the original flows, maybe they're meant to be the real-world history. Ultimately, you could say that even Griffin himself is playing a necessary part in creating a new, complete history. Griffin? Necessary? You can't be serious! Well, why not? Doctor, something terrible's happened. Und was? The rebel forces in the west are coming under attack from Griffin. What? Attacked? Get me Elena! Huh? Elena. Your name, Mother. Just who is my mother? And why isn't she with us? Even my own father wouldn't answer my questions. Now I realize that Father hoped I would find out those answers for myself. Doctor, this is Elena. We're fighting Griffin's main army over here. If it carries on like this, Griffin will probably attack the Luna Lab too. Be careful. Mother? Is that Max? Nach so einer langen Zeit nicht mehr You gesehen. mean this boy is Elena's... That's right. Max is Elena's son. Max, I'm sorry. I'll bet your father never told you what happened to me. That's right. But why? Max,
we live in different worlds. What? It's all right, Max. I'll explain everything. I'll tell you why I couldn't go on living with you. But to explain that, I need to explain what's going on in this world now. What do you mean by that? I'm from the future, just like Monica. Our time has changed greatly because of the devastation caused by Emperor Griffin. We couldn't let Griffin get away with it. So the people of our time formed a rebel force, but Griffin began to use the power of the stone. Stone? One of the fabled Atlamilia stones that possess great powers. Powers that can move the earth and control time. Griffin harnessed that power to rewrite history bit by bit. He turned on people and erased their very existence from history. Also Leute, die ihm höchstwahrscheinlich ein bisschen zu mächtig vorkommen, oder wie jetzt? Atlamilia are strange jewels with a will of their own. They choose their owners themselves. Legend has it that Atlamilia will only choose for their owners people. We don't know how Griffin has managed to get his hands on one of the Atlamilia. Sagt es nicht, besitzt einen gelben Atlamilia. But the fact is, he can use the power of that stone. And for us to be able to fight him, we needed one too. Wer weiß, vielleicht ist der Atlamilia kein gutherziger Kreatur oder irgendwas, ich weiß nicht. Der gelbe Atlamilia scheint etwas Böses zu sein. 3 Atlamilia exist in the world. The first is the Sunstone, which Griffin possesses. Okay, der Sonnenstern. The other 2 are the Moonstone, which emits a blue light, and the Earthstone, which emits a red light. Und Erdstein, der rot Griffin leuchtet. tried to increase his powers by gaining possession of the remaining 2 Atlamilia. So we searched for the remaining 2 stones. First, we traced the owner of the Moonstone. That was Monica's father, King Raybrand. At first we thought we could inherit the Atlamilia from King Raybrand to help us in our fight against Griffin. But the stone wouldn't accept any one among us as its owner. And so, in the end, we were unable to get the stone. We guarded King Raybrand so that the stone would not fall into Griffin's hands. We decided to protect the person that the stone had chosen from the threat of Griffin. But Griffin was devious, and he assassinated King Raybrand. Griffin didn't get his hands on the stone, though. The stone refused to become Griffin's, and instead chose King Raybrand's daughter, Monica, as its new owner. That's how the second stone came to be Monica's. And so we looked for the last remaining Atlamilia, the Earthstone, but we couldn't find it, because it didn't exist in our time. According to the prophecy of the great sage, Crest, the Earthstone existed 115 years in the past. Its owner was a young boy called Gerald. We knew that Griffin would use his powers to travel through time and go back to Gerald's era looking for the stone. In order to protect the red Atlamilia, I traveled to Gerald's time, and I made it my job to protect him. But during the time I was with Gerald, I fell in love with him. And then, Max, you were born. The first 5 years of your life went by in a flash. But then I had to return to my own time, because the war against Griffin was intensifying. I said goodbye to you and Gerald, and I returned to my time. I haven't been able to see you since. My mother is from the future? Und das ist bis jetzt die längste Filmsequenz. That's right, and we're the ones that were chosen by these 2 Atlamilia. Aber interessant. I was just given this stone by my father. Ja, er war ja auch der Besitzer gewesen, der vorige. No, not exactly. Doch nicht? Okay, dann habe ich ein bisschen mich Your verhört. father couldn't even touch it anymore.
He must have realized the stone had chosen a new owner. Gerald couldn't touch it himself, but he saw you could play with it without effect. The Atlamilia chose you as its new owner, so Gerald let you have it. Na okay, dann stimmt das doch total. I think that the Atlamilia have reasons for who they choose as their owners. There's probably even a reason why Griffin was chosen. A reason he was chosen? That's right. Like what? That I don't know. But the stones are guiding people for the sake of something great. I can just feel it. I'm sorry. It looks like we haven't any more time. Just wait a little longer. If we can recreate Pasnos, we'll have a chance to fight back. Recreate Pasnos? But how? Max and Monica will recreate its origin point, of course. The origin point of Pasnos is a workshop in Heimrada, a village at the foot of Mount Gundor. You'll have to head there. But Mount Gundor is a dangerous place. I'm not sure if you... We'll be fine, Elena. Just leave it to us. Don't worry, Mother. I'll save you. Just stay here. Ich sag echt gleich, wenn ich mir beispielsweise um die Truhe umschauen tue in dieser Gegend, die ist so groß, bist du narrisch. Da brauche ich immer, ich brauche es echt einen halben Tag, bis ich alles umgeschaut habe. Na okay, das ist jetzt übertrieben. Okay. Aber 5 Minuten kann ich schon sagen. Take care. Gegend werden immer größer und größer und größer. You bet. Hurry now and set out for your next goal. The volcano, Mount Gundor. Gundorberg, der Vulkan, okay. A huge factory, the Gundorada workshop, will be built there in the future. That's where the Rebellion Army's ace-in-the-hole Pasnos will be built. Pasnos? It was the mobile stronghold of our rebel army. Griffin wiped Pasnos out, but if we could bring it back, I bet we can make a counterattack. Then let's go to Mount Gundor. Tja. Das war, nenne ich mal, eine lange Filmsequenz. Schicken wir jetzt ja nicht. Ja, genau, in die Vergangenheit zurück. Hey, Max, Monica. How's that bridge? We finished the repairs ages ago, guys. Then let's head for Mount Gundor. All right. Danke. Ich will mich schon noch kurz umsehen. Wo ist das Tor in die, wo ist das Tor in die Zukunft? Dort. Schau mich gleich hier um. Dort ist aber mal einmal nichts. Momentan sehe ich hier immer noch nichts. Wundert euch nicht, dass ich meine Augen so verdrehe. Ich schaue nicht genau um. Aber ich sehe dabei immer noch nichts. Dann gehe ich einmal. Was? Kann ich auch ran? Okay. Ja, dieser Part wird etwas. Das geht eh schon über. Schon fast. Genau 20 Minuten, sagen wir so. Ah. Verdammt, ich habe mich jetzt nicht wirklich umgeschaut. So. Nochmal von vorne. Was ist das? Max Ideensuche. Beim Lesen des Buchs geht Max auf,
dass eine Erfindung bestehen könnte aus Teleskop, Cedrics Ladenschild und Mondsicherlicht. Gut, also das ist scheiße. Wenn ich nichts finde. Der Raum ist auch viel zu groß, ernsthaft. Naja, weltgrößte Labor der Welt. Weltgrößtes Labor. Okay. Gut, hier sehe ich einmal gar nichts. Kann sein, dass es hier drin nichts gibt. Wenn ja, dann ist es eindeutig scheiße. Ich weiß, ich schimpfe so viel, aber es ist mein Voll. Das ist, das meine ich jetzt komplett ernst. Stimmt doch. Also das ist aus der Windmühle geworden. Also momentan sehe ich hier überhaupt nichts. Also bin ich hier einmal fertig. Einmal, ich bin hier überhaupt fertig. Mit den Nerven. So, jetzt müsste Monika auch auf 40 sein mit der Verteidigung. Ist es auch. Schauen wir mal. 104, 104. Für Max und einmal für Monika. Was ist das? Ein Rubin und ein Saphir. Was frage ich das so blöd? Also, aber ernsthaft. Peridot. Das ist ein... Okay, ich will nicht sagen, dass es ein Zungenbrecher ist. Peridot. Da kann man ja gleich Periode sagen. Aber wie gesagt, wenn ihr wisst, was ein Peridot ist, oder zumindest wer weiß, was ein Peridot ist. Ich stelle die Frage so. Nochmal als Wiederholung. Wer weiß, was ein Peridot ist? Aber ja. Ich höre es hier gerade zum ersten Mal. Ich speichere einfach den Bahnhof ab. Na gut, das war erst einmal für den Part. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, würde ich mich auf einen Daumen hoch freuen. Abo wäre auch nicht schlecht. Tja, aber ich weiß, dass heute ziemlich viel geredet worden ist. Naja, egal.
Wir sehen uns morgen bei Part 36 und beim Beginn von Kapitel 5. Also tschüss, Baba, und falls nicht. Oh Mann.